Mein Name ist Jan Kosornik. Ich bin BU-Leiter Service im Geschäftsbereich Microsoft bei der Orbis AG. Die Orbis AG ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Saarbrücken. Wir sind ein Beratungsunternehmen für SAP und Microsoft. Insgesamt sind wir über 550 Mitarbeiter, verteilt auf diverse Standorte, national sowie international. Der Bedarf kam mehr oder weniger vom Markt. Das heißt, Kunden von uns haben natürlich nach Lösungen gesucht, Wissen effizient bereitstellen zu können. Der Bedarf, Supportleistungen anbieten zu können, rund um die Uhr und nicht nur klassisch nach dem Follow-the-Sun-Prinzip, sondern zu jeder Zeit das Wissen adäquat bereitstellen zu können. Wir haben uns mit dem Thema intensivst auseinandergesetzt, sind dann zum Entschluss gekommen, wir brauchen einen Partner, der sich mit diesen Themen entsprechend auskennt, haben den Markt quasi durchforstet. Und auch in der Kombination der neu angebotenen Themen wie IoT, Analytics, künstliche Intelligenz, sind wir natürlich auch durch den KVD, in dem wir Förderkreismitglied sind, auf die Empolis gestoßen. Und durch erste Austausche haben wir festgestellt, Empolis bietet genau diese zwei Produkte oder diese Produktportfolios an, die wir suchen. Und das war dann eben der Start für einen super interessanten Austausch und dann eben schlussendlich für eine Partnerschaft, die wir letztes Jahr begonnen haben und schon erfolgreich die ein oder anderen Themen bearbeiten konnten. Unsere Zielgruppen sind schlussendlich erstmal unsere direkten Kunden, nämlich als Beispiel die Maschinenbauer. Und dann natürlich durch den Einsatz unserer respektive der Lösung von Empolis und Orbis versprechen wir uns natürlich die Zielgruppen der Endkunden, der Dealer, der Partner anzusprechen, der Subunternehmen, die eben auf dieses Wissen zurückgreifen müssen, um eben ganzheitliche Serviceprozesse abbilden zu können. Unsere Zielgruppen profitieren dadurch, dass eben das Wissen, was einerseits nahtlos bereitgestellt werden kann, eben auch in die Serviceprozesse, in die Microsoft-Landschaft, dass diese eben sich dort auch nahtlos integrieren können, um somit einmal den internen Service zu optimieren, aber schlussendlich auch direkt durch die Integration in Microsoft Dynamics auch den externen Service abdecken, um so eben wirklich die ganzheitliche Sicht auf die Serviceprozesse zu wahren. Die nächsten Schritte unserer Partnerschaft und der Strategie der Orbis ist natürlich diese Lösung, die wir jetzt gemeinsam entwickelt haben und auch vermarkten, der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es soll nicht nur ein USP der Orbis sein, sondern eben es soll eine Lösung sein, die auf dem Markt frei verfügbar ist. Das heißt, Mitbewerber von uns, Partner, Unternehmen, aber auch wie eine Empolis kann dann zukünftig auch diese Lösung vom Microsoft Marketplace beziehen und dort dann auch für sich selbst installieren und einsetzen. Die Lösung, die wir natürlich anbieten, ist zweierlei, hat zweierlei Ausprägungen. Nämlich einmal das Unternehmenswissen, die klassischen Dokumente, die es heute noch in den Ordnern, Strukturen herrscht, verstreut, nicht strukturiert abgelegt ist, diese zu harmonisieren, zu strukturieren, zu indexieren und diese dann eben erstmal in Form von klassischen Suchen und Antworten dieses Wissen bereitzustellen. Darüber hinaus eben dieses Wissen dann auch externen Unternehmen bereitzustellen in Form von Customer Self-Service-Portale, Partnerportale, die auf dieses Wissen zurückgreifen können, aber nicht nur auf die Dokumente, sondern auch gezieltes Wissen, Auszüge aus dem Wissen quasi gezielt bereitstellen mit Suchen und die passende Antwort direkt zur Verfügung zu haben. Dann eben diese Entscheidungsbäume oder Lösungsfindungsbäume, wie wir sie nennen, eben dann auch in Microsoft Dynamics zu integrieren, dass auch der Service Agent auf dieses Wissen zurückgreifen kann, vielleicht bei einem Telefonanruf
oder eben direkt, wenn es vom Portal übergeben wurde, in die oder zu der Serviceeinheit, damit diese mit diesem Wissen direkt weiterarbeiten können, aber schlussendlich auch im Field Service, die Außendienstmitarbeiter, die Techniker, die vor Ort die Maschinen als Beispiel zu reparieren haben, dass die eben auf dieses Wissen auch zu jeder Zeit zurückgreifen können, um dann eben die First-Time-Fix-Rate zu erhöhen.